Im letzten Video habe ich die Verbindungsübersicht unseres Webmanagers gezeigt und erklärt. In diesem Video jetzt geht es um die Export- und Filterfunktion innerhalb der Verbindungsübersicht. Dazu gehen wir natürlich auf die Seite der Verbindungsübersichten und anschließend schauen wir uns hier oben die einzelnen Spalten an. Und zwar haben wir hier unterhalb immer ein Eingabefeld für die Filterfunktion. Wir können entweder, ich mache mal das am Beispiel Benutzer, filtern durch Texteingabe und kann so zum Beispiel in diesem Fall die Benutzer filtern. Oder wir nutzen den Pfeil hier rechts und bekommen eine gesamte Auflistung aller Benutzer. Ich wähle jetzt meinen persönlichen Benutzer aus und bekomme dann direkt live die Ergebnisse hier unten aktualisiert und angezeigt. Diese Filterfunktion kann man bei allen Spalten bis zum Bericht verwenden. Das bedeutet, ich kann Beginn- und Endzeiten der Verbindungen herausfiltern, kann diese Auftragsnummern herausfiltern, aber ich kann natürlich auch separate Begriffe aus den einzelnen Berichten suchen und danach filtern. Ich kann natürlich auch mehrere Filter gleichzeitig setzen und zum Beispiel jetzt nach SSH suchen und dann bekomme ich nur 2 Ergebnisse, wo im Testbericht SSH steht. Habe ich dann die benötigten Filter gesetzt, kann ich jetzt die Ergebnistabelle hier oben exportieren, entweder als CSV-Datei oder als XLS-Datei. Bei einem Klick und jetzt startet der Download. Wenn wir die Datei öffnen, dann haben wir jetzt die eben gerade herausgefilterten und exportierten Datensätze von der Benutzeroberfläche vom Webmanager in einer sauberen Excel-Liste. Bitte nicht irritieren lassen, dass es hier in der Spalte Bericht etwas seltsam aussieht. Das liegt an Excel, weil der Zeilenumbruch nicht aktiviert ist, aber den kann ich auch schnell aktivieren und dann sieht das Ganze auch gleich besser und ordentlicher aus. Mit dieser praktischen Funktion können Rechnungen oder Berichte erstellt werden, wie viele Aufträge oder Verbindungen zum Beispiel Mitarbeiter 1 im Zeitraum vom 1. bis 31. August abgearbeitet hat. Ich hoffe, dieses kurze Ergänzungsvideo zum Thema Verbindungsübersicht war verständlich und bei Fragen melden Sie sich.